Heute möchte ich ein Make-up-Video machen und der Look, den ich dazu schminken werde, soll schön frisch, sommerlich und auch ein bisschen farbenfroh sein. Und für dieses Video arbeite ich mit Zalando Beauty zusammen. Das heißt, alle Produkte, die ich verwenden werde, habe ich aus deren Beauty-Sortiment ausgesucht. Und das Coole dabei ist, dass einer von euch das ganze Paket gewinnen kann, aber mehr dazu später am Ende des Videos. Ja, eigentlich beginnt das Make-up schon bei den Nägeln und zwar mit diesem coolen Neon-Nagellack. Diesen, ja, sage ich mal, Nageltrend habe ich mir bei meiner Schwester abgeguckt. Sie hat nämlich schon vor einigen Wochen angefangen, so Neonnägel zu tragen. Vor allem auch in so Knallfarben wie so Neongrün, was sehr, sehr cool aussah. Und ich habe mich eben für Gelb entschieden. Ja, machen wir weiter mit dem Gesicht. Und da habe ich als erstes ein ziemlich cooles Produkt von Emma Hardy. Und die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich eine Zeit lang super gerne den Emma Hardy, wie hieß denn der, irgendwie Amazing Face Cleansing Balm oder so benutzt habe. Den habe ich echt sowas von geliebt. Und für diesen Make-up-Look benutze ich jetzt so einen Primer mit SPF, beziehungsweise SPF mit Primer. Also hier ist ein Sonnenschutz mit SPF 30 drin, aber es hat auch noch so Primer-Eigenschaften, also so glättende, auffüllende Eigenschaften, was sich dann gut als Make-up-Grundlage eignet. Aber man kann das Produkt auch einfach alleine ohne Make-up tragen und hat dann so einen leichten Soft-Fokus. Das Produkt hat so einen super schönen Geruch, was ganz typisch ist für Emma Hardy. Also es riecht wie auch der Cleansing Balm so leicht nach ätherischen Ölen, was ich sehr schön finde. So, dann benutze ich als nächstes von Clinique den Beyond Perfecting Foundation Plus Concealer, wo das ist eine Foundation mit höherer Deckkraft ist, also dass man das dann auch wie ein Concealer nur punktuell verwenden kann und eben nicht das ganze Gesicht mit der Foundation bedecken muss. Ja, so ungefähr werde ich es dann auch benutzen. Also quasi da überall, wo ich Rötung habe oder Unreinheiten und meine, dass ich da ein bisschen Deckkraft vertragen kann. Ich teile das einfach mal so ein bisschen. Sieht am Anfang immer sehr schön aus. Damit ist die Deckkraft dann nochmal ein bisschen leichter und ich habe gemerkt, wenn ich das Produkt mit den Fingern verteilen würde, wäre die Deckkraft auf jeden Fall noch stärker. Also je nachdem, was man gerade so braucht. Aber ich finde das Prinzip so eigentlich ganz schön, gerade für den Sommer, weil man halt dann einfach ein bisschen Deckkraft kriegt und die unschönen Stellen verdecken kann, ohne dass man so ein ganzes Full-on-Make-up hat und einfach das Ganze wirkt dann einfach ein bisschen leichter und auch irgendwie mehr so, als wäre man ungeschminkt. Als nächstes benutze ich von Bobbi Brown den, wie heißt der nochmal, Skin Foundation Stick in einer dunkleren Farbe. Also so sieht dann meine Farbe aus. Und der Vorteil ist, dass ich einen Bronzer benutze, der eigentlich als Foundation formuliert wurde, ist, dass es dann viel besser hält. Also das Problem bei anderen Cream-Bronzern, das ich habe, ist, dass im Sommer, wenn meine Haut ein bisschen öliger wird und einfach schwitzt, dann irgendwann sammelt sich der Bronzer dann so an einer Stelle und dann hat man dann nur noch so einen Fleck-Bronzer und ich finde, das ist dann bei einer Foundation, die einfach die Farbe hat wie ein Bronzer, nicht so der Fall und das hält einfach viel besser. Ja, das trage ich dann einfach an den Stellen auf, wo ich auch Bronzer machen würde und verblende das dann auch mit dem Beauty Blender. Das wärmt einfach nochmal so das Gesicht auf und ja, gibt dem Ganzen einfach noch die Kontur. Und so ein bisschen werde ich noch was auf die Nase geben.
Ich finde, dann hat man auch immer schnell diesen sonnengeküssten Look. Dann machen wir weiter und da habe ich von Models Own den Highlighter auch in so einer Stick-Variante in der Farbe Moonlight. Und dieser ist super schön leicht. Also es gibt ja Creme-Highlighter, die sehr, sehr fest sind. Aber dieser ist zwar in Stickform, aber ist irgendwie dann super leicht in den Fingern und lässt sich super leicht verteilen dadurch. Und es hat halt einfach nochmal so einen leichten Schimmer, aber auch nicht zu sehr. Und das gebe ich wie immer in den typischen Stellen auf, also Wangenknochen, Braunbogen, Nasenrücken und Lippenbogen. Dann habe ich als nächstes einen Cream Blush von Illamasqua aus der Color Whale Reihe in der Farbe Enamour. Und das ist so ein schönes, Peachfarben, würde ich sagen. Ja, und hier finde ich zum einen interessant, dass der Geruch sehr schön ist. Also es riecht einerseits irgendwie so zuckrig, süß, fruchtig und pudrig. Also ja, fand ich ganz interessant, dass es so gut riecht. Und die Konsistenz ist ziemlich witzig. Also wenn man mit der Hand so reingeht, dann bounced das irgendwie so weg, wie so ein Flabber irgendwie. Fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, und die Farbe ist einfach super schön. Sobald sie verblendet ist sie dann aber relativ subtil. Ja, also wie man sieht, ist sie jetzt super schön eingeblendet. Also am Anfang sah es schon sehr kräftig aus und sehr auffallend. So als letzten Schritt für die Base quasi habe ich noch ein Press Powder von Estee Lauder. Das ist das Oil Control Press Powder, weil ich eben ölige Haut habe und da mattiere ich da jetzt mal ein bisschen auf der T-Zone, weil das sonst bei mir immer sehr schnell sehr glänzend aussieht. Aber ja, einfach nur so ganz leicht, damit man immer noch so diesen leichten Glow hat, aber eben nicht dieses ganz öde glänzende. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, ich mache weiter mit den Augenbrauen. Da benutze ich ganz gerne immer so Stifte, die auf der einen Seite Produkt haben und auf der anderen Seite so ein Bürstchen, weil man dann einfach die Augenbrauen nochmal so ein bisschen durchkämmen kann. Und ich lasse meine Augenbrauen momentan wieder so ein bisschen rauswachsen, weil ich das irgendwie ganz cool finde, wenn der Look, also wenn die Augenbrauen so ein bisschen wilder sind, sage ich mal, dann sieht das irgendwie so ein bisschen lockerer und nicht ganz so streng und nicht ganz so sehr gemacht aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst, dass es vielleicht nicht ganz so perfekt momentan aussieht. Also ich habe das jetzt so ein bisschen durchgebürstet und fülle das ein bisschen nach. Damit das Ganze nicht ganz so hart aussieht, gehe ich dann nochmal mit der Bürste so ein bisschen drüber, damit die Übergänge so ein bisschen weicher sind. Die Übergänge ein bisschen weicher sind. Dann benutze ich als nächstes noch so ein Augenbrauengel. Da benutze ich von L'Oreal den Brow Artist, um die Härchen einfach so ein bisschen hochzukämmen und denen noch ein bisschen Halt zu geben. Ich benutze die Farbe Medium Dark. Ich habe Medium Light auch ausprobiert, aber das ist definitiv viel zu hell für mich. Aber sonst greife ich ja gerne mal zu den nicht ganz dunklen Nuancen bei Augenbrauen, weil ich das schöner finde, wenn die so ein bisschen heller sind als zu dunkel. Aber in dem Falle hat Medium Dark auf jeden Fall besser gepasst. Bevor wir mit dem Mascara weitermachen, ist mir eingefallen, dass ich eigentlich noch von dem Foundation Stick hier noch etwas auf die Augenlider geben wollte, so als leichten Lidschatten, weil ich eben die Farbe sehr, sehr cool finde als Lidschattenfarbe.
weiter geht's mit dem Mascara und da benutze ich von Maybelline den Total Temptation Mascara in der Farbe Deep Kakao. Also ich habe extra einen braunen Mascara ausgesucht, weil ich finde, das passt irgendwie ganz gut zu dem Sommer. Dann sieht das Make-up einfach nochmal ein bisschen leichter aus, weil schwarzer Mascara sieht immer sehr schnell sehr stark aus und ja, sehr schnell geschminkt, und brauner Mascara ist da so ein bisschen unauffälliger, gibt aber trotzdem eben die Definition, die man haben möchte. So, wenn man möchte, kann man an dieser Stelle jetzt einfach nur noch einen Lippenbalsam drauf machen und man hätte ein leichtes, sommerliches Make-up mit dem Neon-Nagellack als Farbtupfer. Aber wir bringen da ein bisschen mehr Farbe ins Spiel, denn ich habe mich noch für einen knalligen Lippenstift entschieden. Und zwar sieht der so aus. Also zum einen habe ich wirklich eine lange Zeit keinen roten Lippenstift getragen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Der hier ist aufgetragen eher so, also so ein bisschen pinker. Dachte ich mal, ist mal so ein bisschen was anderes. Und ja, einfach auch eine sehr schöne Farbe für den Sommer. Ich habe den jetzt mal so auf die gesamten Lippen aufgetragen. Was ich aber ganz gerne mache, ist, dass ich da mit einem Q-Tip an den Rändern so lang gehe und das Ganze so ein bisschen verblende, sodass es nicht ganz so, ja, so wie aufgesetzt aussieht, sondern so ein bisschen eingelebt und so ein bisschen lockerer und weicher. So, damit werden wir fertig mit dem Make-up-Look. Also mir gefällt es super gut, es ist so schön fröhlich und frisch einfach durch die Lippenfarbe, aber es ist nicht too much, also nicht zu viel Foundation, nicht zu viel Augen-Make-up und ja, so relativ natürlich gehalten, aber dennoch so, dass man einfach so ein bisschen aufgehübscht ist. Wie schon am Anfang erwähnt, wird einer von euch das gesamte Set gewinnen können und da verweise ich euch auf die Infobox. Das Gewinnspiel wird nämlich im Endeffekt auf Instagram stattfinden und da könnt ihr dann nochmal alle Teilnehmerbedingungen nachlesen, wie ihr gewinnen könnt und wie lange man mitmachen kann. Und die Gewinner werde ich dann wahrscheinlich auch über Instagram kontaktieren. Ja, also schaut da auf jeden Fall einfach mal rein und damit wären wir dann auch durch mit meinem Make-up-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall irgendwie Spaß gemacht, mich mal wieder vor laufender Kamera zu schminken. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!